In Teil 4 der Erdbebenbemessung mit Sophistic und Revit geht es um die Eingabewerte. Wir haben ja in den vorherigen Videos das Revit-Modell vorbereitet und sind nun im Sophistic Structural Desktop im SSD. Hier oben sehen wir also die Materialien, die wir beschrieben haben, die Querschnitte, die Gebäudekernquerschnitte, die haben wir uns auch schon angeschaut. Das Einzige, was ich hier noch ergänzt habe, ist der Lastfall 11G1. Das sind ständige Lasten, Ausbaulasten oder Aufbaulasten auf den Decken. Das habe ich deswegen gemacht, damit wir sie später noch als Massen zusätzlich berücksichtigen können, zusätzlich zu den Eigengewichtslasten, die ja im Lastfall 10 stecken. Gut, schauen wir uns mal hier den Einwirkungsmanager an. Hier sehen wir jetzt die standardmäßig eingestellten Einwirkungen G, Q, S und W. Schnee brauche ich hier nicht, den lösche ich. Aber was wir natürlich brauchen, ist der Erdbeben, die Erdbebeneinwirkung, und die kann ich hier auswählen, damit sie dann hier auch auftaucht. Das ist der erste Schritt. Dann schauen wir in die Kombinationsvorschriften. Die Kombinationen werden aus den Einwirkungen gebildet und wir sehen hier, dass eben noch kein Erdbeben hier auftaucht. Deswegen sagen wir alles löschen und neu initialisieren. Und wenn ich das tue, dann tauchen hier unten auch die GZT-Erdbebenkombinationen auf, die wir ja vor allen Dingen gleich benötigen. Die Berechnung der Einzellastfälle ist jetzt nicht nötig, das haben wir ja schon auf der Revit-Seite getätigt. Schauen wir jetzt also in den Erdbeben RSA Reloaded Task rein. Wir sehen hier also als erstes mal die Anzahl der Freiheitsgrade. Wir sehen eine voreingestellte Anzahl der zu berechnenden Eigenwerte, steht hier auf 14. Dann sehen wir die Berechnungsmethode für den Eigenwertlöser. Eingestellt ist das implizit neu gestartete Arnoldi-Verfahren. Das ist eben ein iteratives Verfahren zur Bestimmung von Eigenwerten. Und ganz wichtig ist jetzt hier der Bereich Filtern. Damit jetzt bei der Überlagerung nur solche Eigenwerte mitgenommen werden, die die überhaupt einen signifikanten Beitrag leisten, können wir hier also Filter setzen. Dadurch lässt sich eben die Rechenzeit spürbar reduzieren. Wir können also hier sagen, dass nur die wichtigsten Eigenformen genommen werden sollen, und zwar bis eben das Kriterium 90% erreicht ist. Wir könnten alternativ auch sagen, er soll nur Eigenformen berücksichtigen, die mindestens einen Beitrag von 5% Massenbeteiligung haben. Und wir können außerdem die vertikalen Eigenformen unterbinden. Das tun wir grundsätzlich hier in diesem Beispiel, weil die horizontalen Bewegungen natürlich viel maßgeblicher sind als die vertikalen. Wenn wir jetzt hier also kein Filter sagen, dann würde tatsächlich hier 14 Eigenwerte berechnen und damit auch weiterarbeiten. Wenn wir aber sagen, er soll nur die wichtigsten Eigenformen einbeziehen, dann werden wir sehen, dass es vielleicht weniger sind. Ich schreibe hier sowieso mal nur 10 rein, weil selbst das noch mit dieser Methodik zu viel ist. Das werden wir später sehen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, was zu Dämpfung, Steifigkeiten und Trägheitseffekten zu sagen. Wir sehen hier primäre Gruppen und sekundäre Gruppen. Ich bestätige das mal, aber ich sage noch nicht sofort ausführen. Ich will mit Ihnen kurz nochmal in den Animator hier gehen und auf die Gruppen kurz hinweisen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier mit Gruppen zu arbeiten. Wenn ich mal alle Gruppen ausschalte, so, ne?
So, und jetzt mal hier nur die Gruppe 110 beispielsweise einschalte, dann sehen wir, dass das diese Decken sind und 130, 140 sind halt die weiter nach unten gehenden Bauteile. Und worauf ich hinaus will, sind hier unten die Gruppen 310, 330 und 340. Das sind nämlich genau das ist genau unser Kellergeschoss. Hier unten, hier sehen wir es. Und diese möchte ich jetzt hier in dem Task eintragen an dieser Stelle. Also 310, 330 und 340 sind also die Decken, die Stützen und die Wände im Kellergeschoss. Und hier möchte ich sagen, dass die Trägheitseffekte ignoriert werden sollen. Und warum ist das sinnvoll? Weil dadurch können die geforderten 90% Massenbeteiligung in beiden Richtungen mit einer geringeren Anzahl an Eigenwerten erreicht werden. Darüber hinaus können wir auch mit den sekundären Gruppen hier noch arbeiten. Und zwar, wenn man jetzt auf eine genaue Analyse des gerissenen Zustands im Rahmen des Erdbebens hier verzichten möchte, kann man selbstständig die Schubsteifigkeit von Wänden reduzieren. Und dafür will ich die sekundären Gruppen nehmen. Ich bestätige das hier nochmal und gehe nochmal zurück in den Animator zu meinen Gruppen. Und das hier, das sind die sekundären Gruppen. Das sind eben die, die Wände der Kerne. Wenn ich die mal hier einblende, dann sehen Sie das. Erinnern Sie sich sicherlich dran aus dem vorherigen Video. Das sind eben nur die Kernwände beschrieben über diese Gruppen, über die Sekundärgruppen. Und die kann ich jetzt eben auch wieder hier ansprechen. Ich gehe also wieder hier rein und sage sekundäre Gruppen und zwar eben die Wände von dem Kern 1, dann die Wände von Kern 2 und auch die Wände von Kern 3. So kann man besser lesen. Und hier jetzt eben die Schubsteifigkeit, das ist natürlich letzten Endes liegt es in Ihrer Hand, aber eine Möglichkeit ist eben diese Schubsteifigkeit hier dieser Wände zu reduzieren, einfach wenn man nicht den tatsächlich gerissenen Zustand näher oder genauer analysieren möchte hier im Rahmen der Erdbebenbemessung. Dann haben wir hier die Lastauswahl, also zusätzliche Lasten noch zur Masse konvertieren. Da taucht eben jetzt das G1 auf, von dem ich eben gesprochen habe. Das können wir mit 100% ansetzen und wir setzen auch 30% der Verkehrslasten noch zusätzlich an für die Lastmasse-Konvertierung. Da geht es hier unten weiter mit den Einwirkungen. Also welche Einwirkungskombinationen aus Erdbeben wollen wir weiter untersuchen. Einmal sicherlich die horizontale Erregung in X und in Y und dann kann man zusätzlich noch hier zufällige Exzentrizitäten eingeben. Das ist üblicherweise 5% nochmal zusätzliche Ausmitte und so hätten wir eben 4 Ergebniskombinationen, die wir untersuchen wollen. Hier können wir die vertikale Erregung in Z eben auch ausschalten. Das ist mit dem hier oben gesetzten Häkchen korrespondierend. Und jetzt ist die Frage, wie sollen diese 4 Kombinationsauswertungen untereinander kombiniert werden. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal die SRSS-Methode, das ist eben die Quadratwurzel der Summe der Quadrate, oder die Newmark-Methode. Bei der Newmark-Methode bekommt man nochmal weitere
Kombinationen. Wenn man hier einen Wert einstellt, der mit 0,3 in der Regel vorgegeben ist, dann würde das bedeuten, dass hier also jetzt Erdbeben in X-Richtung plus und minus 0,3 mal Erdbeben in Y-Richtung auch noch kombiniert wird. Man erhält also einfach mehr Lastfälle. Ich lasse das hier mal bei der SRSS-Methode. Dann geht es weiter mit dem nächsten Kartenreiter. Hier wird das Antwortspektrum beschrieben. Wir sehen also 3 Spalten für die X-Richtung, Y- und Z-Richtung. Die Z-Richtung ist, wie gesagt, hier deaktiviert. Wenn ich also da unten das Häkchen setzen würde, dann würde auch hier die Z-Richtung aktiv sein. Wollen wir aber, wie gesagt, nicht, brauchen wir nicht. Ansonsten ist es so, dass man in der Regel die Werte für die X-Richtung einstellt und die Werte für Y werden dann genau übernommen. Wenn man das nicht möchte, könnte man auch hier die Y-Richtung freischalten und dort wieder separat die Werte beeinflussen. Schauen wir zunächst mal hier oben. Da gibt es eben die Möglichkeit, entweder elastisches Spektrum oder Bemessungsspektrum zu rechnen. Also beim elastischen Spektrum geht man ja davon aus, dass wir eine rein elastische, eine linear elastische Antwort haben. Viel interessanter ist natürlich das Bemessungsspektrum hier einzustellen, weil ja Gebäude oder Bauwerke einfach die Fähigkeit haben, Energie zu dissipieren, also zu zerstreuen. Und das wird eben dadurch erreicht, dass die Bauteile sich plastisch verformen, bevor sie versagen, also das sogenannte duktile Verhalten. Also das wählen wir aus, Bemessungsspektrum. Dann gibt es hier oben EC1, EC2 und weitere Einstellungen. Mit EC1, EC2 ist gemeint, in der DIN EN 1998-1 werden eben zwei Spektralformen Typ 1 und Typ 2 zur Verwendung empfohlen. Wir wählen also hier jetzt mal Bemessungsspektrum EC1, also Typ 1, aus. Dann haben wir die entsprechende Bodenklasse auszuwählen und die Erdbebenzone. Man könnte hier ruhig mal Zone 3 nehmen, weil ich in der Nähe von Köln sitze und da haben wir die Erdbebenzone 3. Danach richten sich diese Werte, die werden also dadurch beeinflusst. Wir haben einmal die Horizontalbeschleunigung, die vor allem, wie man sieht, hier an der Erdbebenzone hängt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir im Eurocode und im deutschen nationalen Anhang uns befinden, haben wir die Möglichkeit, hier den Faktor einzustellen. Und da bietet sich eben an den Bedeutungsfaktor hier aus dem nationalen Anhang der DIN 1998-1 zu nehmen. Die richtige Bezeichnung ist eigentlich Bedeutungsbeiwert, so heißt es in der DIN. Und da geht es eben darum, was für eine, sagen wir mal, was für eine Wichtigkeit hat das Gebäude. Also es gibt 4 Bedeutungskategorien, 1, 2, 3 und 4. Von 1, also geringer Bedeutung für die öffentliche Sicherheit, über gewöhnliche Bauwerke bis hin Bedeutungskategorie 4 wären also solche Bauwerke von höchster Wichtigkeit für den Schutz der Bevölkerung, zum Beispiel Krankenhäuser, Feuerwachen oder auch Kraftwerke. Ja, für die Bedeutungskategorie 2, also für gewöhnliche Bauwerke, die nicht unter die anderen Kategorien fallen, ist der Faktor 1. Dann haben wir als nächstes hier den Verhaltensbeiwert. Der ist abhängig von dem Material und vom System und damit natürlich auch von der Duktilitätsklasse. Also haben wir es jetzt hier um ein Rahmensystem aus Stahl, haben wir es mit einem Rahmensystem zu tun, haben wir es mit Mischsystemen, Kernsystemen zu tun. Bei niedrigen Energiedissipationsvermögen und damit also Duktilitätsklasse DCL ist ein Q-Wert von 1,5 anzusetzen und den trage ich hier ein. So, also daraus werden diese Werte jetzt hier gebildet. Ich könnte auch aber
wenn ich besser wüsste, auch noch separat hier tatsächlich eingreifen. Ansonsten haben wir jetzt dieses Antwortspektrum für die X- und Y-Richtung beschrieben. Schauen wir noch auf den Kartenreiter Ergebnisse. Hier geht es also zunächst mal jetzt wieder um die Überlagerung der modalen Antworten. Also das hat jetzt nichts mit dieser Methode jetzt zu tun, sondern es geht um die Überlagerung der modalen Antworten. Da gibt es auch wiederum verschiedene Möglichkeiten. Also einmal Summe der Absolutwerte, dann die ja wieder die Wurzel der Summe der Quadrate oder aber die CQC, also die vollständige quadratische Kombination. Und diese ist hier sinnvoll oder ich wähle sie aus, weil sie einfach auch dann zu sehr guten Resultaten führt, wenn die Eigenfrequenzen sehr nahe zusammenliegen. Ja, last not least haben wir hier noch den Hinweis auf die Ergebnislastfälle. Also die Ergebnisse werden in den Lastfällen 8000 folgende gespeichert. Wir haben ja jetzt hier 4 Lastfallgruppen eingestellt und die werden eben in Inkrementen von 100er Inkrementen hier abgespeichert und dazu dann sieht man dann noch, wo sich, also in welchem Lastfall oder in welchem Lastfall, welcher Lastfallnummer sich die Ergebnisse befinden. Also man würde zum Beispiel die Normalkräfte jetzt hier finden, dann in 8000 und dann 100 Stelle zum Beispiel 400 und dann 11. 8411 würden jetzt also beispielsweise die Normalkräfte einer dieser Kombinationen abgespeichert. So, damit können wir jetzt das Ganze rechnen lassen. Hier unten, das ist jetzt noch ausgegraut, weil ich es noch nicht gemacht habe, könnte man, wenn man die Eigenwerte schon einmal gerechnet hat, die Neuberechnung, wenn man nochmal hier reingeht, unterbinden, weil das natürlich auch zeitaufwendig ist. Achso, jetzt wird es auch aktiv. Also hier könnte ich, wenn ich die Eigenwerte schon gerechnet hätte, ein Häkchen setzen, damit sie nicht nochmal gerechnet werden, wenn ich keine Einstellungen vornehme, die Einfluss darauf haben. So, jetzt aber, ich lasse es einmal rechnen. Das dauert einen kurzen Augenblick. Wir sehen ja, was er macht. Es werden also hier jetzt gerade die Eigenwerte, das war die Eigenwertberechnung, die Antwortspektren wurden berechnet, die Lastfälle. Und hier sehen wir jetzt genau unsere 4 Untersuchungslastfälle oder Auswertelastfälle. Und wenn er fertig ist, jetzt ist er fertig, können wir mal reinschauen in hier in den Animator, in die Systemdarstellung. Ein bisschen kleiner machen. Und hier sehen wir jetzt also genau, dass er nur 4 Eigenwerte benutzt hat, und zwar 1, 2, 4, 3 nicht und 5. 1, 2, 4 und 5. Mit allein diesen 4 Eigenwerten hat er jetzt also es geschafft, diese 90% Massenbeteiligung zu erreichen. Da können wir auch jetzt mal hier in den Ergebnisausdruck reinschauen und dann werden wir das sehen. Wenn wir hier mal schauen, haben wir hier, genau, hier haben wir die 10 Eigenwerte, die ich hier eingestellt hatte. Und tatsächlich aber rechnet er jetzt demnächst weiter nur mit erster, zweiter, vierter und fünfter Form. Und da sieht man auch, warum, weil das eben die gewünschte Massenbeteiligung schon erreicht. Also die erste Eigenform ist wohl für die X-Richtung maßgebend. Die zweite hat eine 80% Beteiligung für Y. Dann die vierte auch nochmal hier Y12 und die fünfte dann für X-Richtung wieder 10. Und so kommen wir eben jeweils über die 90% und brauchen gar nicht die ganzen anderen Frequenzen weiter mitzuschleppen. Was sehen wir noch? Ja, zum Beispiel, was ich eben erklärt habe, hier die generierten Lastfälle. Ja, also das sind ja unsere 4 Auswerte-Lastfälle hier. Und hier sehen wir eben genau, was ich erklärt habe. Die Normalkräfte beispielsweise in 8411 oder im nächsten dann 8511 und so weiter.
Genau, das war's für dieses Video zu den Eingabewerten. Im nächsten Video schauen wir uns dann die Nachweise an zu den Stockwerken.